So Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Starfield. Ja, nach unserer letzten Enttäuschung darüber, dass offenbar Gegenstände aus unserem Apartment hier verschwunden sind, und zwar mit Gegenstände meine ich alle Gegenstände, die wir jemals gebaut haben, bis auf eine Kiste, habe ich mir jetzt einfach mal gesagt, wir stellen jetzt hier eine weitere Kiste hin, wo wir dann jetzt unsere Waffen drin lagern, ne? Und werden dann einfach mal hier unsere Sachen reinpacken, die wir vielleicht noch behalten möchten. Wie zum Beispiel das Ding, das Ding, das Ding. Ja, und diesen Friedensstifter-Anzug. Das ist natürlich ein bisschen schade. Das bedeutet, dass wir wobei wir können auch auf Risiko gehen, dass das nicht nochmal passiert, oder? Sollen wir nochmal auf Risiko gehen, dass das nicht nochmal passiert? Komm, wir machen das einfach. Wir sind jetzt so risikobereit und versuchen, dass das nicht nochmal passiert. Denn ich finde das einfach, ja, schöner, wenn das wenn das hier so rumsteht, finde ich einfach irgendwie schöner. Deswegen machen wir das jetzt nochmal. Und dann packen wir die Waffen nämlich jetzt hier rein. Und zwar einmal Fiscal, Quarter, Peacemaker und Unrestrained Vengeance. Genau, sehr gut. Das sind doch schon mal nette Waffen. Dann brauchen wir noch so einen Rüstungshalter. Eine Ausstellungspuppe. Zack. Und da kommt dann jetzt das dran. Das dran. Friedensstifterhelm, genau. Kleidung. Ja, stimmt, wir haben noch den Hut, ne? Striker mit Maske. Was? Achso, warte mal, das müssen wir bei ihm auch ausrüsten, ne? Wie war das denn nochmal hier? Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. So. Genau, das ist nämlich dieser Friedensstifterhelm. Dann haben wir noch die Sam Co-Uniform, die ich auch noch gerne hier stehen hätte. Ah, ich habe keinen Klebstoff mehr, ne? Dammit. Oh, wieder Klebstoff. Wo ist denn da Kleidung, ne? Der Abenteurerhut und der Sam Co-Hut. Da habe ich das auch wieder nicht ausgerüstet. So. Perfekt. Alles klar. In der Hoffnung, dass das jetzt nicht wieder verschwindet. Ich wäre sehr traurig, wenn dem so wäre. Aber es sieht einfach cooler aus. So, heute werden wir uns noch mal ein paar Kräfte zuführen. Und zwar fangen wir damit mal an. Wo ist denn der Marker? Da oben. Ui, das ist aber weit. Aber ich komme hin, in einem Sprung sogar. Wir werden uns heute noch mal ein paar Kräfte zuführen. Und zwar hier. Scanner-Anomalie. Unerforschte Route? Hä? Oh, die war. Sprung. Also offenbar geht da irgendwie nur der Sprung. Weiß mal wieder nicht, was bist du denn für einer? Gelbank, Halka. Okay, du willst wahrscheinlich auch nicht handeln mit mir. Jetzt können wir landen und jetzt können wir uns die Kräfte holen. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht mal diese Quest bei Paradiso machen. Ich hätte mal Bock auf Paradiso. Okay. Verlassen wir hier mal und dann gucken wir, wo wir auskommen.
Na, da hinten. Das scheint der Tempel zu sein. Sehr gut. Wie sieht das denn hier aus mit Flora und Fauna sogar? Oh, gibt's hier sogar. Und zwar auch recht üppig sogar. Ja, es stehen auf jeden Fall auch noch ein paar Erkundungsfolgen an. Wir müssten das Woli-System nochmal vollständig erforschen. Um da nochmal ein paar Analysedaten zu sammeln, um halt auch nochmal ein paar XP zu gainen, weil das bringt aber ganz gut XP. Und auch Geld, ne? Muss man auch dazu sagen. Kann man schon immer ganz locker 20.000, 30.000 mit verdienen, wenn man so ein komplettes System analysiert. Aber im Moment bin ich voll im Quest-Modus. Ich habe voll Bock auf Questen. Oh, was rennt denn da für einer rum? Scheint auch ein Böser zu sein, ne? Töte Gegner mit nicht automatischen Waffen. Wie sieht das eigentlich mit unseren Pistolen-Skills aus? Okay, da können wir auch nächste Runde mal, oder beim nächsten Skillpoint, können wir dann mal wieder in die Pistolen investieren. Dann haben wir die nämlich auch auf Max-Level. Das ist der Eingang, okay. Und dann brauchen wir auf jeden Fall auch noch mehr... Da brauchen wir auf jeden Fall auch noch mehr Skill Points und weil wir müssen ja unsere Raumschiffe auch nochmal verbessern. Ne? Ich hätte ganz gerne einen cooleren Reaktor drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, der Reaktor ist noch nicht stark genug. Okay. Dann holen wir uns mal die Kraft. Was sind denn hier diese wunderbaren Anomalien, ups, die wir einsammeln müssen? Wo ist er denn? Ah ja, da oben. Die haben wir gegettet. Die haben wir auch gekriegt. Jawohl. Da unten. Haben wir auch. Sehr gut. Dürfte nicht mehr viel fehlen. Vielleicht noch ein oder zwei. Okay, die haben wir mal zu langsam. Jawohl, da haben wir es doch. Gib mal her die coole Kraft. Und wir bekommen dieses Mal, wir gleich mal gucken, wahrscheinlich werden wir jetzt erstmal wieder einen Hüter falten müssen. Die sieht schon nice aus. Und werden wir gefrontet? Ja, war doch klar. Oh, noch ein Level up, sehr gut. Geht down. Ich hätte voll Bock gemacht, so eine Waffe von denen. Die machen voll Schaden mit ihren Waffen. Wir brauchen Medipacks. Okay, was haben wir gekriegt? Das nicht, oder? Eigene Atmosphäre? Ne, das haben wir nicht gekriegt. Das auch nicht. Ja, das haben wir gekriegt. Frieden des Schöpfers. Erfülle deine Gegner mit der Stille des Universums, damit sie vorübergehend ihre Waffen niederlegen. Oder haben wir das gekriegt? Reaktiver Schild? Nee, ne? Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber ich muss sagen, ich glaube, das finde ich noch besser. Erzeuge eine Schicht aus reinem kosmischen Licht, der gegnerische Projektile abschwächen und sogar zurückwerfen kann. Den finde ich gut, den nehmen wir. Ja, das wäre die eine Kraft hier wieder. Wir haben sogar einen Skillpoint gekriegt, das heißt, wir nehmen das Pistolenzertifikat dieses Mal. Kills mit Pistolen erhöhen für die nächsten 5 Sekunden die kritische Trefferchance um 25%. Sehr gut. Das heißt, wir haben die Pistolen gemeistert.
Als nächstes könnten wir also mal versuchen, vielleicht so ein Scharfschützenzertifikat zu bekommen. Oder Laserwaffen. Ich hätte auch Bock auf Laserwaffen. Ne? Wir haben noch eine coole Laserwaffe gekriegt in New Atlantis. Also beziehungsweise da hängt eine. Und die könnten wir uns eigentlich mal, die können uns eigentlich nochmal zur Gemüte führen, weil Pistolen haben wir ja jetzt full. Das heißt, wir müssen jetzt einmal zurück nach... Der chillt sogar im Alpha Centauri System. Okay, das heißt, das passt ja sehr gut sogar. Sprich mit Hüter Aquilius. Alter, der chillt im Mars District. Okay, wir wollen in den Wohndistrikt. I think I prefer the wild planets to this city. At least there, the predators are easier to spot. Okay, rein in den Mercury Tower. Dann legen wir unsere Pistole nämlich nieder. Hoffentlich habe ich noch genug für diesen... Ja, hierfür, ne? Ja, habe ich aber. Da soll dann einmal die Dead Eye rein. Und die können wir, glaube ich, eigentlich alle so ziemlich verkaufen hier. Ja, die können wir alle verkaufen. Und mitnehmen möchte ich nämlich dann jetzt diese... Hier, die da. Jawohl. Lasergewehr nämlich. Ich werde jetzt mal einmal zur Trade Authority fahren und auch hier einmal hier unten die Händlerin mitnehmen. Und einmal generell die ganzen Händler mitnehmen, um einmal meine überschüssigen Sachen loszuwerden. Zum Beispiel ihn hier, ne? Er hat doch auch Sachen, die man verkaufen kann. Na klar. There's something to be said. Please, take a look. Ich will aber auch einmal gucken, was du verkaufst. Aber nix von großartigem Interesse, ne? Das ist eine Teilchenstrahlpistole. Ne. Okay, der verkauft nichts von Interesse. Dann darfst du die... Ist das meine? Nee, ne? Das ist meine. Das ist... Nee, das ist genau das andere. Die darfst du haben, die darfst du haben, die darfst du haben. Die darfst du mal noch nicht haben. Shotguns haben wir nämlich noch nicht so richtig. Die darfst du haben. Eine Sniper habe ich da oben drin liegen, die gut ist. Ja, und die das auch. Oh, der hat nicht mehr genug. Ein Credit fehlt. Ja, oder? Okay, nee, ich krieg 2000 Credits weniger. Aber hast du denn noch... 7,5er brauche ich gar nicht mehr, ne? Ne. Na gut, dann kaufen wir den Rest jemand anderen. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir reden jetzt gleich mal mit diesem Hüter. Beziehungsweise eigentlich würde ich lieber noch die andere Kraft erwerben, die wir noch erwerben können. Wo muss ich denn dafür hin? Wo ist denn der Questmarker? Erwirbt die Kraft auf Washaki. Zeigt er gar nicht an, ne? Okay, zeigt er nicht an. Okay, dann machen wir jetzt, glaube ich, erstmal die... Genau, wir sprechen hier mal mit dir Erstkontakt. Die machen wir jetzt, die Quest. Da müssten wir nämlich nach Paradiso für. Ins Purima-System.
Und das machen wir jetzt als erstes. Ups, falsch. Da soll ich hin. Genau, ab nach Paradiso nehme ich. Bevor wir dann jetzt mit der Hauptquest weitermachen, will ich erst wissen, was hier abgeht. So, mit da soll ich nämlich jetzt mit jemandem reden. Dann mache ich das jetzt auch. Wir rüsten jetzt als erstes mal unsere Laserwaffe aus. Ach du Scheiße. Okay, wir brauchen unbedingt ein anderes Visier. Das Visier ist nämlich kacke. So, Moment, mit dir soll ich quatschen? Wer bist denn du? Oh, warte mal, Andreja möchte reden. Ja, du wolltest was. I have something I wanted to say. But I confess I am afraid of how you will react. Ja, sag's mir erstmal, dann nichts könnte meine Meinung über dich ändern. I am reluctant to put that to the test. But it is necessary that we are honest with each other. Ja, will I ich know auch so. that you said you prefer to be surrounded by others, unlike me. But Constellation means something to us both. And I must be honest about why. The little I have spoken of my history has been nothing but truth. I worked with smugglers. I have caused my share of pain and suffering. Okay. What I have left out, until now, is that all of that was done on behalf of House Varun, my people, my family. Ich dachte, Haus Varun wäre verschwunden. They have retreated from open relations with the United Kolonies and the Freestar-Kollektiv, but they still exist. Okay. I was born in the great city of Dazra and raised with the teachings of Jinan Varun. I underwent the rite of Krejar when I came of age. I am of the promised, those who know the truth of the great serpent and his inevitable return. Okay. Das ist jetzt aber nicht so eine jetzt, wo du das weißt, muss ich dich töten Geschichte, oder? Your ability to find the humor in a situation is remarkable. No, I will not kill you for knowing, but you must understand that this is privileged information. Ja, ist Several okay. years ago, I intercepted requests from Constellation to access Varun's space, speaking only of exploration. I was sent to infiltrate Constellation, posing as a former smuggler looking for a new purpose in life. Okay, also bist du eine Undercover-Agentin. That was the intent. Yes, but the reality is more complicated. Several weeks after I arrived, I attempted to access secure records within Constellation's archives. Vladimir and Sarah were waiting for me. Okay. Das hat dich sicher überrascht, ja? Quite an understatement. I was horrified. My failure would be reported to the High Council, and the penalty would be severe. Okay. Also weiß Haus Varun von den Artefakten. They do not. I have, for now, kept that information to myself. You and I have spent so much time together. It has been increasingly difficult to keep this from you. And I am sorry for that. Na, ist ja okay. Telling you this violates so many of the orders I was given. But it was the right Ja, thing lass to uns die do. doch einfach alle umbringen, dann bist du deine Orders los. Was hältst du denn davon? Für mich bist du weiterhin einfach nur Andreja. You have no idea what a relief that is. Thank you for trusting me. Okay, du bist also eine Spionin. Hervorragend. Aber wenigstens hast du es mir gesagt. Na gut, ja, moin.
Welcome to Paradiso. Jiro Sugiyama at your service. Do you have a security concern, or is there something else I can help you with? Ja, ich bin wegen des Notrufs hier, ne? Ah, yes, of course. I'm glad you came. As you can imagine, we're in a bit of a predicament. Ist das so? Under normal circumstances, we would not enlist outside help in this manner. But this is a matter we can't afford to worry our guests about. As such, we need to handle this discreetly. Failure on your part to do so could have severe Ich habe doch noch gar nicht angenommen. So, before we proceed, can you swear not to discuss this with anyone else unless explicitly directed to do so? Ja, ja, ist in Ordnung. Great. I appreciate it. Not too long ago, a strange and enormous ship appeared in Parima space. It is now locked in orbit around our planet. So far, it doesn't seem to be hostile, but any attempts to communicate with it have been in vain. Ja, um mal an Bord zu gehen, ist euch nicht in den Sinn gekommen? Okay. Was ist das für ein Schiff? No discernible markings or allegiances to any manufacturers we're aware of. I'm hoping that doesn't mean we're dealing with some sort of new deep space threat. Okay, erzähl weiter. It is. Whatever's going on, we need to approach this with care. First, see if you have more luck communicating with them. If not, you may have to try boarding. Whatever you do, it's important to remember to seek diplomacy with who or whatever is Das ist meine on Stärke. board. As soon as you have any more information, report to Oliver Campbell. He's the CEO of Paradiso. All formal decisions will need to go through him, and he'll have your pay. Good luck. Dankeschön. Warte mal, jetzt kann ich mit dem anderen da nochmal quatschen. Mit Kiwi. Wo ist er denn? Ja, bevor wir da jetzt, mit dem quatschen wir auch nochmal, ne? Vielleicht hat er ja irgendwas zu sagen. Vielleicht weiß der ja irgendwas. So, dann quatsche ich einmal. Achso, dann muss ich hochfahren für tatsächlich. Also alles hier am Urlaub machen, oder was? Ist ja so cool. Ich will auch einmal Urlaub machen. Ich werde mir hier auch einmal ein Zimmer mieten. Mit Ansage. So, mit dir muss ich reden, ne? Ja, moin. During the day, I'm all business. But when work's done, I like to enjoy the resort like everyone else. I see you've returned. I can let you in if you've done what you need to do. But if not, I can't have you disturbing the execs. Na, alles gut. Wie haben die Leute hier reagiert, dass das Schiff aufgetaucht ist? It looks so different and it's so massive. We honestly thought we were under attack by an unknown entity. But then, nothing happened. It just stayed there. No one could communicate with it. And we've been very careful not to alert the resort guests. The board believed it would be bad for business. Take care. I see you've returned. Kannst du mir denn über die Vorstandsmitglieder sagen? A lot of trouble. Most of them are typical C-level execs. I doubt you even need to use your imagination for that. The ones that show up to work day to day, at least. I swear, I've never even met some of them, because they chill at their own private, secluded beach homes all the time. Anyway, be smart around Oliver. He's got a way of getting what he wants without you realizing it. And that's all I'll say. Okay. Hope I was able to help. Ja gut, mehr kann er nicht für mich tun. Okay, dann I'm here to satisfy your needs. I hope your stay is a pleasant. Dann gehen wir mal fliegen. Und gucken mal, was da mit dem Schiff los ist. Also wir müssen jetzt entern wieder. Ist ja wieder klar, dass die Drecksarbeit an uns hängen bleibt. Aber was will man machen, ne? Was tut man nicht alles dafür, dass die Urlaubsgäste hier sicher sind? Okay. Das ist meine Shieldbreaker? Ja, die Leiter ist weg. Ich kann da nicht reingehen. Hä?
What? Also, ich weiß nicht. Wir spielen hier wirklich Bugfield irgendwie, ne, in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht, was da wieder los ist. Ja, ich möchte gerne schnell zu diesem Ort reisen. Dankeschön. So, dann wollen wir mal abheben. Also ich weiß auch nicht. Irgendwie... Gut, dann werde ich mal versuchen, das zu kontaktieren. Hallo, hier spricht Ethan. Okay, das funktioniert wohl nicht. Hört ihr mich? Warum kommt das Thema irgendwas kaputt? Braucht die Hilfe? Ja gut, das funktioniert nicht. Ich gucke, ob ich an Bord kommen kann. Sieht aber nach einem coolen Schiff aus, ne? Komm, gucken wir mal, docken wir mal an hier und schauen mal, was passiert. Na, nicht wieder abdocken. Ach man, falscher Knopf. Okay, nochmal. Andocken. Wirklich, heute haben wir es wieder. Fail-Folge hoch 13, ey. Die Leiter ist nicht da. Ich kann die Kraft nicht holen in dem Dings-System da. In dem Windshake-System. So, was geht hier ab? Sprich mit dem Captain des Schiffs. Natürlich. Was auch sonst. Ja, natürlich bin ich ein Mensch. Was hast du denn erwartet? It's just that we weren't expecting to find life, let alone human life out here. We thought we were the only ones to leave Earth. You thought you were the only ones? I Huh? am afraid you have been unaware of a great many things. Perhaps we should greet our guests. Of course. Manners. I'm Captain Diana Brackenridge. This is Security Officer Bomani Reader. Ja, grüß dich. And this is Dr. Mabuti da Costa, one of our elders. A pleasure to meet you. Okay, ich bin Ethan und ich bin hier, um zu I helfen. see. As you may have presumed, we're in a bit of a bind. Our ship has finally completed its near 200-year journey from Earth, only to find our new home seemingly colonized by, well, we don't know. Communications haven't been successful, so your arrival is fortuitous. Perhaps you'd be willing to act as a middle 200 person Jahre? between ourselves and the others. Ja, diese anderen sind Menschen und sie waren zuerst hier. 200 Jahre rum. Ah, your question confirms one of our recent theories. It would seem that some form of faster-than-light travel or space-bending technology was invented during our long journey. That would explain why we would find people this far out into space. I guess technology leapfrogged us at some point. Wie habt ihr denn 200 Jahre lang überlebt? Our predecessors didn't believe the technology would ever work, and so they made the decision to leave when they did. Well, the short answer is we didn't. It's a generation ship, which is to say that most of us live long, happy lives on board and passed our mission down to our children. Verstehe. It was never intended that the original crew would make it to our destination. The goal was always the preservation of the human race above all else. Though it would seem that was perhaps a bit presumptuous. Also, tja, diese anderen da unten, ne? Das sind Menschen, die waren zuerst hier. We know that now. Human or not, we were still unable to communicate our intentions. As soon as we discovered them, we fully expected negotiations would be necessary. Now then, please follow me. There's much to discuss first. We'll speak more on the matter once we reach the bridge. Crazy. Dr. Da Costa, you may return to your quarters if you wish. Thank you, Captain. I will follow you to the bridge, ma'am. Alter, kann ich welche von diesen Pumpguns haben? I do not believe we have need to fear our guest, but I'll allow it if you insist. Wie cool ist das denn?
We were never Welcome trained to to the address Earth threats colony ship Constant. In the Never early seen a ship like yours 2100s, before. my ancestor, Then again, I haven't seen any ships before researched you a were number of scientific scenarios. Climate change. Alter, wie cool ist das denn hier? Ja, der sorgt für Sauerstoff hier, ne? Mega. Ist das cool. Die haben hier so Kolonien mit Pflanzen und so, ne? Such a long time to survive on. Alter, wie cool ist das denn? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Game überrascht mich jedes Mal aufs Neue, ne? Wo geht's denn hier hin? Just stay out of trouble. Kolonistin. I've heard about you, but here you are. Das hier ist die Medical Bay. Ich muss mich hier mal ein bisschen umgucken. Das ist ja wirklich mega, das Schiff. Mausoleum? Ah, okay, hier sind die bisher... Hier sind die Leute, die gestorben sind. Ja, aber auch wichtig, ne? Wenn das ein Generationsschiff ist, ist klar, dann passiert das auch. Elevator? Wo geht's denn hier hin? Alter, what the fuck, wo bin ich denn hier? Also ich gehe mal in die Wartung. Auf Wartungsebene sind wir im Moment. Moment. Dann will ich mich hier nochmal einmal ganz kurz noch ein bisschen genauer umgucken. Ah, okay. Cargo Bay. Ah, hier bin ich reingekommen, ja, verstehe, alles klar. That's what happened. So, he gathered the best and brightest he could find, built the Constant, and set a course for this planet here. We were told that it was the largest, most... Okay, wir müssen uns hier weiter umgucken. Engineering. Lull. Ja, okay, hier ist alles, was irgendwie mit Werkbänken zu tun hat. Reaktorcomputer. Überwachungszentrum. Überwachungsterminal. Ja, Überwachungscomputer. Wahnsinn, ey, dass das Ding 200 Jahre überlebt hat. Messhall? Was ist denn Messhall? These are exciting times, aren't they? Das ist die Kantine. Lived my entire life in the Constant. Hi there. Oh. How else Nervös? Keine Sorge, ich weiß I nicht. know. I'm fine. It's just that we've never really had visitors, right? Up until recently. Ja, da draußen gibt's richtige Städte, ne? Nur das, ja, alles gut. Völlig verständlich. Right? We've been cooped up together in this ship all our lives. So outside of births, there's literally no way for new people to arrive, you know? Anyway, sorry for freezing up before. I just didn't expect our visitor from the outside to stop by and chat with me. I figured, if anything, you'd be with the captain. Ja, mach ich auch I'm gleich. Daisuke, the ship's provisions manager. I'm not sure what I can offer you, but if I can help, I will. And if not, I'm happy just to talk. Wo bekommst du deine Ressourcen her? We manage. I know back on Earth, there used to be stores all over the place. Some that even specialize in specific types of goods, if you can imagine. But here, this is it. We have very limited supplies. Most of our stuff is recycled. Even the food. In a roundabout way, if you know what I mean. It works out for the most part, because it has to. You'll sense a running theme with that around here. Okay, ist das eine Art Laden? Not really. Things don't work that way here. It's not a shop like you hear about in the books and movies, or where you're probably from. Almost everything is communal or shared in some way, but sometimes people want a little something extra or special for themselves. So when that happens, they come to me. Mostly, I just keep track of the ship's inventory and help ration the supplies so we don't run out. Okay. Ja, cool. Take care. Also hier gibt's was zu essen. Hey there. Soll ich da mal vorbei? Dankeschön. Wo geht's hier hin? Ah, Kühlkammer. Die haben ja wirklich an alles gedacht, ne? Der Wahnsinn, dieses Schiff. Kann ich das haben? Boy, am I glad you weren't some sort of... Classroom? What? Ja klar, Kinder müssen ausgebildet werden, ne? Das sind einfach Lehrer. Hello there. Given that I don't know you, you must be this visitor I've been hearing so much about. I'm Julia.
the Constant's chief historian. It's nice to meet you on this momentous occasion. Okay, was bringt das hier mit If you sich? ask around, people will either tell you my job is absolutely critical to the mission, or I just hang out, read, and watch movies. There's more to it than that. Officially, I'm assigned to the role of chief historian. Generations ago, it used to be lawkeeper of humanity, but that seemed a bit too lofty. While I don't think my job is as important as captain, engineering officer, or cultivation manager, it's still vital to our mission. Okay, ja, klingt schon sehr wichtig. Thanks for saying so. Kannst du mir mehr über die Constant As a chief erzählen? historian, I can tell you a lot, probably. What do you want to know? Wie lange seid ihr schon unterwegs? Well, we launched Tuesday, September 27th, 2140. So, about 190 years now. Scheiße. Even longer, but it turns out we have an ace navigator who saved us some time with some tricky maneuvers. Hervorragend, Dankeschön. Wer waren die ursprünglichen We're the Besatzungsmitglieder? descendants of wealthy elites, intellectuals, artists, scientists, and others who left Earth in 2040 to spread humanity to the stars. The thinking was that Earth's days were numbered for a variety of reasons. Our finder, Rupert Brackenridge, had the foresight to plan for the worst. Thus, he constructed this colony ship to settle what seemed like the most habitable planet we could find, knowing full well it would take generations to reach. We suspected that we may have been the only ones to leave Earth, given that no one else seemed to have the same idea. I'm glad we appear to be wrong. Okay, ja, Dankeschön. You know Ja, where das to reicht find erstmal. me if you ever want to know more. Goodbye. Das reicht erstmal. Ja, die sind natürlich absolut heiß, ne? Hä? Ach so, das sind da unten, wo ich vorhin war, ne? Da sind die Bäume gewesen. Ist das Medical Bay? Ach, da bist du ja wieder. Haben wir sie wieder gefunden. Moment, aber ich war da unten noch nicht fertig. Kann ich hier wieder runterklettern? Ne, kann ich nicht. Was hat hier noch? Engineering. Geh mal weg. Moment, ich war da unten ja noch nicht fertig. So, Engineering, ne? Genau. Aber hier waren die Pflänzchen. Alter, das habe ich noch gar nicht gesehen. Doch, das habe ich wohl gesehen. Hier unten war so eine Chill-Out-Area. Also ja, da haben sie sogar so einen Balkon gebaut mäßig. Das ist ja der Knaller hier. Ich flippe ja wirklich aus. Ja, Engineering, genau. Da waren wir schon. Command Bay. Was ist da? Medical Bay. Ja, da waren wir. Engineering Lift. Da hinten noch gewesen. Ja, Mess Hall. Das ist der Classroom. Lessons Today. Survival. Aha. Ja, cool. So, dich suche ich doch. Was ist hier noch? Hier ist noch ein Lift, ne? Okay, jetzt kann ich hier aber auch hinterherlaufen. Ship Office. Ja, moin. Alter, auch voll cool. Hier? Ah, hier, Captain's Quarter. Da ist die Dusche und Toilette, ne? Ja. Ja, ja. We've got strict rules around here, but they're strict for a reason. So, here we are. Let's talk. Ja, dann reden wir doch mal. We didn't believe anyone would be out here, but I'm glad for it. Oh. Okay. Wie geht's deiner Crew? A bit frazzled, as you can imagine.
people are anxious about discovering that we're not alone and also worried about what will come to pass. While we hope we can work out a deal with the people on the surface, they seem reluctant to reach out, so there's no telling what will come of that. I do know that we can't afford to stay here in orbit forever. The ship was built to sustain us for many years with backup provisions just in case, but even that will come to an end eventually. Ja, verstehe. Klingt, als könnt ihr Hilfe gebrauchen, As ne? I mentioned, we've been unsuccessful in communications with anyone up until you arrived, though not for lack of trying. But since you're asking, maybe you'd be willing to be a sort of diplomat between us and them as we attempt to resolve our situation. Does that sound agreeable to you? Na klar. Die Leute auf Paradiso wollen das Gleiche. So they have a name. Paradiso. And it sounds promising that they sent you here to speak with us. You see, we intended to settle here, but we assumed that they intend to defend their claim given their presence here. We'd like you to go speak to them on our behalf and help us negotiate a solution, preferably one that favors us. Genau, ich werde versuchen, genau, aber... But we need to start from a firm position and state our goal. Aber warum... If need be, we can compromise. Aber wieso geht ihr nicht einfach auf die andere Seite des Planetens? But initially, I'd like you to be firm with them and convince them to leave the planet to us. Ja, Let me know how they respond, and we'll go from there. Ja, das, Genau, ja, warum besiedelt ihr nicht auf die andere We Seite? thought about it, but it simply won't do. I need to think about the distant future of our people. Warum? Sure, our first settlement may be small, but our predecessors dreamt of our new civilization spreading across the globe. That will be difficult if someone else plans to do the same. While we're not completely close to the idea of sharing, it's much easier if we have complete domain over this world. Okay, aber da werden die niemals drauf eingehen, ne? I'm serious. We have a rightful claim to this land, and I intend to fight for it. But as you're currently our only hope, perhaps you'll honor my request and give it your all, for the sake of some very weary travelers who have come a very Das long werden way die to be okay. here. Thank you. Das werden die okay. Ja, verhandle mit Oliver Campbell. Das kann ja wieder nur nach hinten losgehen. Die wollen dafür fighten. Ich sehe mich schon hier dieses ganze, ich sehe mich schon dieses Schiff runterschießen. Irgendwie habe ich da ein ungutes Gefühl bei der Sache, liebe Freunde. Ich sehe mich dieses Schiff vom Himmel holen irgendwie. Huch, von der her, den will ich haben. Ja, dann wollen wir mal mit dem Campbell reden. Wahnsinn. Dann gucken wir doch mal, was der Campbell dazu zu sagen hat. Upsala, falsch. So, ab nach Paradiso. Das wird im Leben nicht funktionieren. Im Leben nicht. Ja, moin. I'm here to satisfy your needs. Ja. Das wird doch schon wieder nix. Das riecht doch schon wieder auf 10 Kilometer, dass das nix wird. Weil ich will auch nicht, dass die das hier verlassen. Das ist voll cool, was die sich hier aufgebaut haben. Ich da rein. During the day, I'm all busy. I see you've returned. Okay, ich bin bereit reinzugehen. Sure. Have fun in the shark tank. And don't worry, even they call it that. Gut. Ich grüße dich. Come on, mate. Loads more interesting things to see outside. No need to mill about in here. Mir wurde gesagt, dass ich was, ne? And you must be the diplomat Jiro told me about.
Welcome, welcome. Normally I'd offer you an all-inclusive stay at our resort before we spoke. But given the circumstances, I'm gonna cut to the chase. We've got our friends, the aliens, up there causing all sorts of problems for our resort. You like that? The marketing team came up with it. The thought is, if we can't get rid of them, it might actually attract more tourism. Come see the aliens! Kommen wir einfach direkt zur Sache, würde ich mal sagen, ne? Good on you. So, what do you know about this dodgy ship I'm hearing all about? Es ist ein Generationenschiff voller Kolonisten von der Erde. Sie waren 200 Jahre unterwegs. Oh, that's something. Shame we can't just tell them kindly to bugger off. Something tells me that's not going to work. Ja. Now, tell me, what are we going to do about it? Give me some proposals, people. I need something to work with here. We could offer to resettle them here. There's more than enough space. They could stay here, temporarily, but it'll cost them. Quite a bit, too. They'd need to work off all their debts before being allowed to leave. Maybe not. What if we help them get out of here? Outfit their ship with a grav drive so they can find a new home. We could even lend our engineers to help and give their captain an updated star map. What do you think? Sounds costly. We can't absorb that cost, and it's unlikely they even have compatible currency, let alone enough for the transaction. Someone else would have to foot the bill. Natürlich muss jemand anders die Kosten übernehmen, ne? Anyway, Seema's got the right idea. Either works for me. Just tell me what you want to do. Okay. Ich soll das Schiff zerstören. Warum kann sich nicht irgendeine Behörde drum kümmern? Ja, komm. Ich muss den Grafantrieb kaufen. Ich will niemanden töten. And I assume they have neither the monetary means nor the connections to get a hold of that kind of technology. That leaves the only other party in this negotiation. You. Okay, ich denke, ich habe mich entschieden. Which proposal will you be taking to the good captain? I assume there's a captain? Ich kaufe den Grafantrieb. Good on you. You want to see a man named Benny St. Geht zu Hope-Tech? Hä? He's the best in the business. If anyone can retrofit a 200-year-old ship with a modern grav drive, it'd be him. We'll coordinate our engineering team with his when you return. Though you may have to help the Constance engineers prepare. Ja, ist okay. Good luck. They deserve a renewed chance to decide their own fates. That is the right thing Ja, to sehe ich do. nämlich auch so. Right. On behalf of the Paradiso Group, we appreciate your help. There are millions. Alles klar, Freunde. An der Stelle machen wir aber erst in der nächsten Folge weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Starfield. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein.